dass wir uns alle impfen lassen. Das ist auch notwendig. Aber dass wir dazu verpflichtet werden, das finde ich diktatorisch. Irgendwann müssen wir, glaube ich, langfristig mit Corona leben, ob mit Impfpflicht oder ohne Impfpflicht. Im Bundestag geht es heute um diese 3 Optionen zur Impfpflicht. Die allgemeine Impfpflicht ab 18, sie soll befristet gelten für 1 bis 2 Jahre und für 3 Impfdosen. Wer sich nicht daran hält, könnte ein Bußgeld riskieren. Die Impfpflicht ab 50 ist ein Stufenmodell. Es sieht ein verpflichtendes Arztgespräch vor für alle volljährigen Ungeimpften. Wenn durch diese Aufklärung die Impfquote nicht genug erhöht wird, ist die Impfpflicht für Menschen ab 50 vorgesehen. Nein zu einer Impfpflicht sagt die dritte Gruppe der Politiker und verweist auf ungeklärte Fragen zur Schutzdauer und des Schutzumfangs einer Impfung. Zudem sei die Impfpflicht ein tiefer Grundrechtseingriff, mit dem sich die aktuelle Infektionswelle ohnehin nicht brechen lasse. Wie sehen die Hessen die Impfpflicht? Wir fragen heute in Kassel weiter nach. Mittlerweile denke ich, dass wir irgendwie diese Trennung in Geimpfte und Ungeimpfte aufbrechen müssen, sonst radikalisiert sich das immer weiter und da denke ich, ist eine Impfpflicht das Beste. Also ich mache es mit, aber es hat ja jeder seine andere Meinung und da verstehe ich auch, wenn Leute irgendwie Angst haben und ich finde, da muss man den Leuten eher die Angst nehmen. Im Großen und Ganzen bin ich dafür, ja. Einfach um alle zu schützen, dass wir irgendwann schnell durch die Sache durchkommen. Impfpflicht kennen wir in Deutschland bei den Pocken, bis die Krankheit als ausgerottet gilt. Im März 2020 kommt die Masernimpfpflicht für Kinder und das Personal von Gemeinschafts-, Bildungs- und medizinischen Einrichtungen. Gegen Corona muss man sich bisher nur bei der Bundeswehr impfen lassen, ab Mitte März auch im Gesundheitswesen und Pflegeeinrichtungen. Die Pflicht zur Impfung ist ein polarisierendes Thema. Die Fronten könnten sich sogar verhärten, sagt Professorin Nicole Deitelhoff vor kurzem bei Phoenix. Wir werden, je nachdem, wie die Entscheidung ausfällt, vermutlich auch bei denjenigen, die gegen diese Entscheidung sind, im harten Kern, das ist ein kleiner Kern, sicherlich auch nochmal eine Verhärtung ihrer Position erleben, eine noch größere Frustration über die Politik. Das lässt sich aber nicht ändern. Wir können in einer polarisierten Frage keine Politik machen, die allen entgegenkommt. Das funktioniert einfach nicht. Auch in den sozialen Medien wie Twitter sorgt das Thema für Diskussion. Je mehr ich über die Impfpflicht lese, desto mehr bin ich dagegen. Die ganze Pflicht-, Strafe- und Zwangdiskussion führt nur zu gesellschaftlichen Verhärtungen. Viel besser wären positive Anreize. Ich brauche als Geimpfte kein "Jetzt sind mal die anderen dran" Zeichen mit der Einführung einer Impfpflicht. Man möge sich dafür doch bitte andere Argumente suchen. Ich bin vollständig geimpft und sehe nicht ein vernünftiges Argument für eine Impfpflicht. Wir haben ja noch nicht mal vernünftige Impfstoffe. Wenn am Ende eine Impfpflicht ab 50 rauskommt und eine Leitlinie ab 18, dann gibt's ein klares Ziel für alle. Im Phoenix-Interview gibt Professorin Nicole Deitelhoff auch einen Ausblick für die Gesellschaft. Wenn diese Pandemie vorbei ist, soweit man das vorbei nennen kann, dann wird sich das wieder beruhigen. Aber das heißt nicht, dass wir dann eine harmonische Gesellschaft haben, in der alle einander sozusagen den ganzen Tag umarmen. Es geht eher darum, die Probleme, die es gibt und die Konflikte, die es gibt, konstruktiv zu bearbeiten. Das heißt, sie auszutragen, aber dann auch zu Lösungen zu kommen, die für alle halbwegs akzeptabel sind. Ob das Gesetz zur Impfpflicht kommen wird und wie das dann genau aussehen könnte, wird der Bundestag frühestens im März entscheiden.